Hallo und liebe Grüße nach Hause. Das ist Ute und ich bin Björn. Wir haben uns gefragt, gibt es eine Möglichkeit, um die Welt zu reisen, auch wenn man nicht viel Geld verdient und zudem noch mit einigen körperlichen Einschränkungen zu kämpfen hat? Da wir zu stur waren für ein Nein, wurden Gleise zu Weichen und Türen öffneten sich. Im Mai 2019 brachen wir auf, um für mindestens ein Jahr um die Welt zu reisen, runter vom Gleisbett, querfeldein. Jetzt sind wir schon fast 4 Jahre in selbst ausgebauten Vans und mit dem Rucksack unterwegs und ein Ende ist absolut nicht in Sicht. Ganz nebenbei entdecken wir neue Freunde, Tiere, Kulturen, Essen, Pflanzen und Perspektiven. Wir staunen, fragen und versuchen zu verstehen, aber wir verzweifeln auch, wir schämen uns, sind begeistert, erschöpft, wir lieben, wir sind zu Tränen gerührt, nehmen Abschied und sind wieder auf dem Weg. Wie lange noch? Naja, nur noch um die nächste Ecke. Hallo und herzlich willkommen in unserem Zuhause. Wo sind wir hier? Wir sind in Teakula. Vielleicht hat der eine oder andere mitbekommen, dass wir tatsächlich unter einem ziemlich schweren Reiseburnout leiden, da wir jetzt seit 3,5 Jahren unterwegs sind und wir können einfach nicht mehr. Und da hilft meistens nur Anhalten. Und da wir Mega kennen, bei der wir hier öfter gemietet haben, hat sie uns angeboten, dieses Haus zum Wundenlecken zu nehmen. Es ist wie ein Loft aufgebaut. Und dieses Haus ist eigentlich viel zu teuer und sie hat uns das echt für einen Scherzpreis gegeben. Das war natürlich offen. Und es ist so eine Art Loft. Und das ist unsere Sitzecke. Das ist die erste Etage. Wir sind in der zweiten Etage. Mehrere Betten. Hier gibt es so eine Art Kuschelrümmelwiese mit Teppich, ganz selten hier. Das Haus wurde von einem Südamerikaner gebaut, was man eigentlich unschwer erkennen kann. Ist dann an die Familie zurückgefallen, weil man in Bali kann man keinen Grundbesitz erwerben als Ausländer, sondern nur mieten, den Grund. Das nehmen wir als unser Schlafzimmer, weil das nicht so weit oben ist, wo es so warm ist. Das Ganze hat hier noch einen begehbaren Kleiderschrank. Crazy, oder? Begehbarer Kleiderschrank, das heißt zu Hause nicht mehr. Ich habe allerdings auch nicht so viele Räume. Dann, wie gesagt, hier diese Ecke. Hier draußen haben wir einen weiteren Balkon. Wo eine herrliche Brise weht. Das ist im ersten Geschoss. Das unten ist ein zweiter Eingang. Hier seht ihr eine Dusche. Wozu? Weil in der ersten Etage befindet sich ein zweites Badezimmer, das auch draußen ist. Genau. Und es geht weiter nach hier vorne. Und hier geht es runter in unser Erdgeschoss. Im Erdgeschoss haben wir unsere gut ausgestattete Küche. Befindet sich hier. Kühlschrank, wichtig, Smoothie-Mixer, Smoothie-Mixer, Toaster, oh mein Gott. Hier unten haben wir nochmal ein Badezimmer, ein extra Haus mit Badezimmer. Wir müssen uns also nie wieder begegnen. Badewanne. Das sind so die alten Eingänge, so mit Sachen, die man übrig hat. Um die Ecke rum ist eine Waschmaschine. Und das ist der Bereich im Erdgeschoss, der eigentlich offen ist. Essbereich, Hammock für Ute. Ute liegt immer in der Hängematte. Das ist der schöne Ausblick. Das gehört alles zu uns. Und natürlich gibt es hier keine Grenzen. Also die Indonesier kommen natürlich auch hier durch. Und noch eine Ecke zum Wimmeln. Also wenn das hier nicht klappt, dann sind wir unheilbar. Nicht wahr? Ja. Aber es Sind ist schon wir schön. glücklich? Ja, ist schon toll.
Katze ist da. Der kommt hier raus. Lautstarke Katze. Ich möchte gern gefüttert werden. Das ist die schwangere Katze, die sich kuscheln lässt auch ein bisschen. Ne, Tiger? Na, was macht ihr denn da? Ich sehe dich trotzdem. Den. Mit Zitterding. Das sind so Zitterschnaken oder was ist es? Nee, hier gibt es nicht nur Zitterspinnen, sondern es sind Zitterschnaken. Also dass wir als Spinnen kennen, die auch so zittern, damit man sie nicht sieht. Das ist hier als Schnaken. Ein bisschen nervig auf Bali oder hier in so einem Haus, diese Springspinnen. Überall sind Springspinnen. Mag ich eigentlich nicht so gerne. Allerdings gewöhnt man sich tatsächlich an die. Man sitzt am Tisch. Und am Tisch ist eine, die ist immer da. Die hüpft dann immer von Stuhllehne zu Stuhllehne. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich daran gewöhnen könnte. Das ist halt hier auch so. Das ist halt hier Ausgangstür. Du willst hier raus. Sitzt die Kackbratze hier. Wo ist sie denn? Da ist sie wieder. Sie ist schneller. Sie ist schneller. Oh, 2! 2. Wir haben 2. Ach du Scheiße, jetzt reicht's. Deswegen ist immer eine da. Ute ist gar nicht mehr ganz so entspannt. Nee. Wir sitzen hier nebeneinander und jetzt ist sie plötzlich zwischen uns. Jetzt sind wir auf dem Tisch drin. Die will zu Sarah und Tobi. Guckst du Video mit Sarah und Tobi? Ja. Guckst du schön für Sarah und Tobi? Oh, Ja, ja. schön. Gib Tobi ins Gesicht, das mag Nee, der. das ist Sarah. Sarah. Sarah wird das auch mögen. Ach, ist das herrliches Leben hier. So, jetzt ab. Moinsen. Scheiß Wetter, alle hängen bei uns rum. Ja. Regenwetter. Ne, alle Hühner und das. Wieso? Ihr seid Hühner! Wieso seid ihr im Haus? Ja, guck mal, jetzt ist es zu kalt. Zu nass? Frozen Huhn? Schnell nach Hause, es regnet. Hühner, edles Gefieder. So, was erzählst du der Katze, Bernie? Ja, das Katzenfutter wird nachts von der Maus gefressen. Wir haben Katzenfutter. Genau, um die Katze zu füttern. Das Und Mindeste, was diese Katze dafür tun könnte, wäre die Maus, Katze, Maus, Katze. Ne? Daran zu hindern, deinen Katzen wäre auch im Eigeninteresse, weißt du? Ein bisschen was tun, so geben und nehmen, work away, du weißt? Was macht die Katze? Siehst du? Ihr fragt euch vielleicht, was ist ein Reiseburnout oder eine Reiseerschöpfung? Muss man sowas haben? Ist das nicht Urlaub? Das wollten wir kurz mal erklären. Also Urlaub ist es nicht. Wenn du jedes Mal den Ort wechselst, wenn du immer organisieren musst, du hast nie, also du willst ja auch viel sehen, aber deswegen willst du auch viel rumkommen und dadurch kommt es nie zu einem Punkt, wo du mal irgendwie ausruhen kannst oder... Du musst jeden Tag, also in jedem neuen Land musst du suchen, wo kriege ich Geld kostenlos, wo ist eine SIM-Karte, jede Unterkunft, jede Verbindung und das hast du natürlich auch in jedem Ort neu. Du musst an jedem Ort eine neue Unterkunft suchen, immer hoffen, dass es gut ist. Gibt es keine Bettwanzen, jede Bewertung durchlesen und während du da bist, musst du schon die nächste suchen. Du musst das Essen suchen, wo gibt es das? Zum Beispiel in meinem Fall, ich esse viele Haferflocken zum Frühstück, weil das für meine Gesundheit besser ist. Gibt es sowas überhaupt? Du musst immer suchen und hast natürlich Reinfälle und wieder von vorne. Das ist deutlich anstrengender als zu Hause, wo das Leben relativ eingespielt ist. Da gibt es dann zwar dramatische Punkte im Leben, aber nicht so schlimm wie auf Reisen. Das ist theoretisch auch nicht schlimm. Fast alle Reisenden haben das nach 3 Monaten. Wenigstens die Reisenden mit dem Rucksack. Die mit dem Auto, die haben wir mehr zu Hause dabei, da haben wir das nicht gehabt.
Mit dem Rucksack haben das ganz viele. Es kommt auch mal darauf an, mit welchem Geld man unterwegs ist. Wenn man viel Geld hat, muss man natürlich längst nicht so viel Stress auf sich nehmen. Dann sagt man, ja Gott, dann nehme ich halt den Fahrer. Und wenn du aber versuchst, immer günstiger zu sein oder es mit Local-Bussen zu machen, ist es halt deutlich anstrengender. Ja, wir wollten halt mit unserem Budget haushalten und deswegen müssen wir halt auch wirklich auf alles achten. Und wenn wir jetzt in Länder kommen, wo wir noch nur 30 Tage, wie jetzt Philippinen, dann müssen wir noch ein Rausflugticket haben. Das ist dann Stress für uns, weil wir uns nicht so gern festlegen wollen. Okay, wo fahren wir denn da nächsten hin? Und wir haben das Ganze schon kommen spüren. Wir haben es eigentlich schon kommen spüren, als wir noch in Europa waren. Ja. Haben schon gedacht, oh Gott, eigentlich wollen wir gar nicht mehr. Aber wir wollten ja um die Welt, denn die eigentliche Reise war ja mit dem Rucksack um die Welt. Wie im Intro schon gesagt, sind wir zu stur, wollten es dann auch durchziehen und sind dann losgereist und haben dann in Thailand gedacht, naja gut, dann machen wir es so, dass wir ganz langsam reisen. Was wir dann auch getan haben, wir sind auf jeder Insel eine Woche gewesen, was wir gar nicht vorhatten, aber sind ganz langsam gereist und haben gedacht, das würde dann klappen. Dann war kurz vor Weihnachten, sind wir dann nach Bali geflogen, da war ganz viel Chaos mit ganz vielen Flügen, mit Booking, die uns Unterkünfte gecancelt haben und so weiter und so fort und wir nicht wussten, ob wir in der Nacht überhaupt ein Bett kriegen bei strömenden Regen und das war halt, ich glaube, das war dann der Overkill, auch wenn das insgesamt nicht so schlimm wäre normalerweise, aber es war einfach der Tropfen. Und dann sind wir noch weitergefahren und dann haben wir halt die Situation gehabt, dass wir in einem Café saßen. Das war wunderschön. Dass wir in einem Café saßen und in dem Café überlegt hatten, wie schön das doch hier ist und wir wollten am gleichen Tag weiterfahren, nach einer Woche wieder mal und wir hatten beide keine Kraft mehr. Wir wollten nicht mehr, wir wollten am liebsten nach Hause oder nie nach Hause auch nicht. Wir wollen einfach nicht weiter. Ja, einfach irgendwo sitzen und bleiben. Und das ist ganz klassisch ein Reiseburnout, aber man möchte eigentlich gar nicht mehr reisen. Eigentlich möchte man nur noch schlafen. Ähnlich wie eine Depression. Ein Burnout ist mehr eine Erschöpfungsdepression. Man möchte eigentlich nur noch schlafen und auch das Schlafen hilft dann nicht mehr. Und dann haben wir die Reißleine gezogen, haben gesagt, okay, jetzt reicht's. Wir wollten eigentlich noch einen Monat über Lombok fahren und weiter da hinten Indonesien erkunden, Richtung Flores und haben dann gesagt, das reicht, wir werden das nicht machen, wir werden den Monat, den wir jetzt haben, einen Ort suchen, in dem wir uns aufhalten können, in dem wir uns wohlfühlen, wo wir Platz vielleicht haben und wo wir ein Daily Life machen. Ja, und auch vielleicht kochen können, damit wir einfach so eine, wie zu Hause das haben. Und dann sind wir zurückgefahren nach Tiakula, nach hier. Und das kannten wir ja schon mit dem Roller und dann kamen wir bei Mega hier an und sie sagte gleich Welcome home. Ja. Es war wirklich schön, dieser eine Satz hat auch schon so gut getan. Und dann haben wir gesagt, wir suchen jetzt nach einer Unterkunft und wir haben dann nach einer Unterkunft gesucht und sind etliche Orte abgegangen. Da war eins mit Lagerfeuerstelle im Wald, ganz viel Katzen. Es war richtig schön eigentlich, diese Stelle, aber die waren gerade am Bauen an einem Pool und das wäre dann halt nicht allein gewesen für uns und nicht zum Runterkommen. Und dann haben wir ein Ressort gehabt und dem haben wir dann auch zugesagt. Und dann hat Mega uns gefragt, ob wir schon was haben, ob wir uns das Haus angucken wollen. Und wir haben gesagt, Ihr Haus? Das Haus ist so unfassbar schön hier vorne. Das gehört, ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass es wahrscheinlich von ihr auch vermietet wird, weil sie sagte, eine Gruppe ist da. Und dann habe ich gesagt, lass uns das angucken. Ja, und ich meine, das ist aber zu teuer. Und dann hat sie gesagt, ja, ich mache euch ein gutes Angebot. Und sie hat uns ein sehr gutes Angebot gemacht. Und wir sind ihr sehr, sehr dankbar dafür. Danke, Mega. Ja, vielen Dank. Ja. Und dieses Haus ist ein absoluter Traum für uns und wir genießen das. Und so viel Raum zu haben, ich weiß nicht, wo Björn manchmal ist. Ab und zu schreiben wir uns Nachrichten über Messenger, um rauszukriegen, wo der andere ist. Oder wir erschrecken uns, weil auf einmal steht er hinter einem. Ja, also es ist so viel Raum, so viel Platz. Ja. Wir haben zwar jetzt seit 2 Wochen fast dauernd Regen, was aber hier auch kein Problem ist. Das Haus ist komplett offen, es gibt keine geschlossenen Wände. Alle Wände können komplett aufgeklappt werden, sind aber eigentlich auch offen. Das heißt, hier ist immer Luftdurchzug. Es ist egal, ob es regnet, weil es wäre natürlich schon schöner, es würde nicht regnen, aber wenn es regnet, dann haben wir trotzdem Raum. Wir können, Erdgeschoss ist komplett offen, wir können oben in der Hängematte hängen. Ja. Wir haben alles, was wir brauchen. So, der Reiseburnout bedeutet, wir müssten theoretisch in einer Woche durch sein. Das wird wahrscheinlich der Fall sein. Wenn es nicht klappt, werden wir auf den Philippinen noch 2 Wochen Urlaub machen, bevor wir dann weiter entdecken. Das müssen wir mal schauen, ob das klappt. Oder, ansonsten war es wichtig, selbst zu kochen. Nicht immer in ein Restaurant zu müssen, obwohl ich mir das inzwischen schon wieder wünsche. Also vielleicht genießen wir auch schon. Ja, und wir konnten hier einfach auch mal ein paar Sachen machen, die vielleicht liegen geblieben sind. Ja, wir haben angefangen, irgendwelche YouTube-Videos zu machen, einfach nur, weil Kreativität mir halt auch gut tut. Und Ute hat angefangen Hörbücher zu hören.
Ja, Hörbücher. Und ich habe mal Sport gemacht. Macht wieder Sport. Ich bewege mich stattdessen überhaupt gar nicht mehr. Vorher haben wir uns ja viel bewegt, jetzt bewege ich mich überhaupt nicht mehr und esse nur noch. Das ist gar nicht gut. Aber macht nichts, ist nur 2 Wochen, 3 Wochen. Und Ute macht stattdessen Sport. Ja, ein bisschen was. Also so 20 Minuten. Und wir haben 3 Ausflüge gemacht hier in der Gegend, Ja. jede Woche ein. Der erste ging nach Ubud, der zweite ging nach hoch zu den Kaffeeplantagen, weil wir jemanden kennengelernt haben, die uns eingeladen haben, mit Stimmt, hochzufahren. Und der dritte ging nach Ahmed zum Kaffee trinken. Jeweils mindestens 1 Stunde Fahrt. Ubud waren sogar 2 Stunden hin. 2 Stunden. Der Grund, aus dem wir nach Ubud gefahren sind, ist gar kein Ausflug gewesen. Der Grund ist, dass wir nur einen Rucksack mit hatten auf der Reise und den anderen Rucksack beim Vermieter, beim ganz alten Herrn im Zimmer zurückgelassen hatten. Schon bei der Abreise habe ich gemerkt, dass das Zimmer ziemlich nach Schimmel stank. Als wir jetzt nach 4 Wochen zurückkamen, um den Rucksack abzuholen, nach einer 2-stündigen Fahrt über den Vulkan und zum ersten Mal keinen Regen hatten, war der Rucksack komplett verschimmelt. Nicht nur, dass er außen weiß verschimmelt war, auch die Sachen innen in Vakuumverpackungen waren komplett verschimmelt. Es war also höchste Zeit, den Rucksack zu holen. Wir sind auf einem enormen Ritt einmal über den Vulkan und runter nach Ubud in 2 bis 2,5 Stunden gefahren, an dem einzigen Tag, an dem das möglich war. Zufällig an dem einzigen Tag ohne Regen oder einfach nur gut beobachtet. Nebenbei liefen natürlich unsere Bremsen heiß, bei 20 Kilometer Abfahrt mit 2 Personen und einem Rucksack, sodass öfter mal die Bremsen versagten und wir bei Abfahrt vom Vulkan immer mal wieder Pause machen mussten, um die Bremsflüssigkeit abzukühlen. Aber das ist uns bereits bekannt. Klingt dramatischer als es ist, und so waren wir nach 5 Stunden Fahrt wieder zu Hause und hatten den Rucksack mit all den Medikamenten und Utensilien, die wir für unsere 3- bis 4-wöchige Fahrt nicht gebraucht hatten, endlich bei uns und hatten den Kopf frei, um uns hier endlich zu erholen. Was machst du denn da, Björn? Pornos. Echt jetzt? Reisepornos. Reisepornos? Von uns selbst? Oh ja, Oha. sind die geil. Denn Björn arbeitet gerade an einem neuen Film von uns. Ja, sowas machen wir nicht. Nee? Ich finde YouTuber voll scheiße. Aber du machst doch gerade ein YouTube-Video. Ja, ich bin ja auch nicht scheiße. Ach so. Aha. Nein, YouTuber verpassen das ganze Leben. Ich könnte jetzt durch diese Wellen hüpfen. Wir Und? sollten das lassen. Ja. Aber wir machen das jetzt erstmal aus Spaß. Ja, das macht Spaß. Einfach mal ausprobieren. Einfach mal. Heißt aber nicht, dass das da weitergeht. Genau. Einfach zu gucken, wie schnell geht denn sowas. Weil eigentlich weiß keiner, wo wir sind. Selbst unsere Familie kriegt davon nichts mit. Nee. Interessiert nicht wirklich viele Leute. Das ist eigentlich schon ein bisschen schade um die ganzen Bilder. Also. Genau, wir haben in Instagram ja ein bisschen Menschen, die das interessiert. Das ist ganz toll. Das freut uns. Ja. Aber irgendwie, glaube ich, geht es uns darum, dass wir unsere Filme auch mal sehen. Ja, das ist halt so, bei so vielen Bildern verschwindet halt, das ist auch der einzige Grund, warum wir Instagram machen, bei so vielen Bildern verschwindet halt alles irgendwo im Rechner und du wirst das nie wieder angucken und das sind unglaubliche Bilder. Ja. Die einzige Möglichkeit, das irgendwie nochmal zu genießen, ist im Prinzip durch Instagram und in dem Fall wäre es jetzt mit den Videos mit YouTube, aber es soll Ja. auf keinen Fall unser Leben so einschränken, dass wir, keine Ahnung, Druck haben, ständig Videos machen zu müssen oder dass wir unsere Reiseart ändern. Genau. Das wird sich jetzt noch zeigen. Ich glaube nicht, dass das so weitergeht. Wenn ich jetzt natürlich rauskriege, dass es für mich super einfach geht, also auf dem Mac muss man sagen, geht das relativ zügig, dann ist es okay, dann kann ich das mal so zusammenzimmern, dann ist es Hobby. Ja. Und mehr als Hobby soll es nicht sein. Es soll nicht kein Geld einbringen, es soll nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendetwas machen, es soll einfach nur ein Hobby sein. Was machst du da? Wir haben hier so einen armen Fisch in dieser Vase. Ich habe nie gesehen, dass sie geführt hat. Arme Sau. Björn füttert die Fische. Ja, Den Fisch also. Und wenn ich ihr auch gerne fütter. freilassen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, das ist wahrscheinlich Süßwasserfisch, ich weiß nicht, wo der herkommt. Ja, das geht nicht. Und schmecken tut er auch nicht. Und ich fütter die Katze. Die können wir freilassen. Die ist eine freie.
asiatischer Thermomix. Das glaube ich zu flüssig. Es soll einen Smoothie Bowl geben. Oh, geil. Oh, was ist da drin, Björn? Dragonfruit, Banana, Melone, Und Ananas. Ananas ist schon im Kühlschrank. Schon im Kühlschrank. Obwohl, für manche haben. Das ist eine geile Farbe, sag mal. Das hier vorne im Auto sind Martina und David. Wie ist es dazu gekommen, dass wir mit den beiden jetzt hier auf den Berg hinauffahren? Na, die beiden liefen vor unserem Haus herum und wir haben sie eingeladen, zu uns hineinzukommen. Und wir haben 3 Stunden geredet. Das war wunderbar. Und dann haben sie uns eingeladen, doch mit hinauf auf den Berg zu fahren, zu einer Tagestour, zu einer Kaffeeplantage. Und so landeten wir bei den beiden im Auto. Bitte? Essen. Essen. Juhu. Futter, 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 Futter. Das erste Mal in Vietnam damals einen Bausatz gekriegt und wir wussten nicht, wir haben einfach auf eine Karte gezeigt, wir wussten nicht, was wir kriegen. Ja, es war Dann da. kriegten wir diese Plastikquadrate Und ich wollte die schon so essen. und Ute wollte sie gerade essen, dann kommt der Typ, schüttelt den Kopf Nee. und baut ihr das am Tisch zusammen. Jetzt falten. Mal gucken, ob es klappt. Ich gut bin. Eng falten. Also wir kriegen hier nicht alles, was da drin ist. Normalerweise tun wir noch Röstzwiebeln rein. Aber guck mal, nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Wir sind jetzt in Amet. Wir haben heute mal einen Ausflug gemacht. Ausflug. Nachdem es seit einer Woche, 2 Wochen durchgehend regnet. Kommen wir hier an, fängt es an zu regnen. Naja, wir haben gedacht, die Sonne scheint, lass uns mal hinfahren, die Chance war nie besser. Natürlich regnet es jetzt gerade und wir müssen jetzt etwa 1,5 Stunden zurückfahren. Ja. Aber es war auf dem Hinweg trocken. Und warum sind wir hier? Wegen? Weiß nicht, ob man es sieht. Nee, wir stehen im Hinterhof. Da ist ein tolles Café. Tolles Café. Und natürlich fahren wir für Cafés um die halbe Welt. Ja, wer freut sich da? Gut mit die Theorie, dass man hier eine dunkle Tasse zum dunklen Kuchen bekommt und eine helle Tasse zum hellen Kuchen. Das wäre Design halt. mein Held. Ich behaupte, das ist Zufall. Das heißt, wir müssen jetzt wissenschaftliche Reihenstudien durchführen. Die haben eine Blume aus Zucker gemacht. Wie sind die denn drauf hier? Krass. Ja, das ist so geil. Björn isst seit langem mal einen richtigen Käsekuchen Aber wieder. jetzt besser als Käsekuchen. Der extrem nicht mehr. Das ist der Hammer. Ihr seht das, oder? Ja,
hältst du deinen Kaffee fest, Ute? Ich habe ein Trauma aus der Türkei. Das waren super liebe Menschen, ganz viel Servicepersonal, aber die haben immer ganz schnell Sachen abgeräumt. Auch meinen letzten Kaffee. Immer wenn Ute sich umgedreht hat, war ihr Kaffee weg. Ja. Ute wollte schön lang seinen Kaffee trinken und seitdem hat Ute einen Reflex. Sobald irgendjemand näher kommt, greift sie nach dem Kaffee. Das war jetzt nicht böse gemeint von denen, aber das ist halt ihre Service-Mentalität, so weg schnell.